Wie musst du deine Webseite bzw. digitale Marke weiterentwickeln, um auch bei KI-Suchmaschinen erfolgreich zu sein? In dieser Folge sehen wir uns gemeinsam ChatGPT Search an und was KI-Suchmaschinen für die Zukunft deiner Webseite bedeuten. Viel Spaß! Warum sprechen wir heute über dieses Thema? Weil OpenAI gerade ihre KI-Suchmaschine ausgerollt hat. Hier sehen wir die Ankündigung vom 31. Oktober 2024 und dann natürlich mit, wie toll das Ganze ist, Werbung und so weiter. Was ist für uns interessant? Wie ist es wirklich? Wie funktioniert ChatGPT Search? Und das sehen wir uns jetzt anhand von einigen Beispielsuchanfragen an. Springen wir rein in ChatGPT. Da sehen wir, die Suche ist aktiviert. Wir sind also in ChatGPT Search und fragen ChatGPT Search mal, wann wurde ChatGPT Search veröffentlicht. Dann kriegen wir, wie man merkt, sehr schnell eine erste Antwort mit Quellen. Hier sieht man immer den Bezug zur Quelle mit diesen Favicons und dann hier eine Übersicht, eben, was ist die Quellenangabe und dann weitere Suchergebnisse zu dieser Frage, wie auch immer, zu dieser Suchanfrage. Nehmen wir ein anderes Beispiel, etwas, was mehr Bezug hat vielleicht für Leute, die das Ganze kommerziell nutzen wollen, nämlich welcher Hersteller produziert die besten Fenster im Dachraum. Und das ist ja wirklich interessant, weil das sind wirklich die vielleicht Suchbegriffe, für die man in der Praxis als Beispiel Hersteller von Fenster tatsächlich optimieren würde. Und deswegen kriegen wir eine Übersicht mit eben schön formatiert, wie man es aus ChatGPT kennt, strukturiert und dann immer mit Bezug auf einzelnen Quellen. Was jetzt ganz wichtig ist, ihr habt es schon sehr viel durchprobiert, es kommt jedes Mal letzten Endes eine andere Antwort raus. Das heißt, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil es beeinflusst natürlich auch, wie wir dann später, worüber wir sprechen werden, wie die Zukunft aussehen wird. Noch ein Beispiel, vielleicht für eine klassische Informational-Suchanfrage in meiner Branche oder in Evergreen Medias Branche, und zwar, worauf sollte ich bei LLMO achten, und dann kriege ich wieder eine Antwort mit, hey, auf die Sachen sollt ihr achten, mit Quellennennungen und mit weiteren Suchergebnissen. Wieder ganz spannend, von Suchanfrage zu Suchanfrage werden unterschiedliche Quellen herangezogen. Das heißt, es kann mal sein, Evergreen Media ist in der Quelle, manchmal ist Evergreen Media nicht in der Quelle. Nur fürs Verständnis, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass du da nicht eine halbwegs ähnliche Antwort kriegst, sondern du kriegst jedes Mal total unterschiedliche Antworten. Wo bekomme ich weiß jetzt nicht, wie man das Wort ausspricht, Wagyu-Fleisch im Raum Innsbruck? Und dann sehen wir also die lokalen Kapazitäten dieser neuen Suchmaschine. Und da kriege ich wieder, hey, jetzt zieht er irgendwelche Sachen aus TripAdvisor und so weiter und so weiter. Wir konnten jetzt nicht ein Maps-Ergebnis triggern. Bei manchen Sachen kann man auch Maps-Ergebnisse, und es gibt auch, wie man in der Ankündigung gesehen hat, Wetter und so weiter. Ich glaube, diese ganzen neuen Features werden nach und nach dazukommen und nach immer besser funktionieren. Und noch zum Abschluss eine spannende Suchanfrage aus meiner Sicht, weil es sich einfach unglaublich viel zusammenreimt im Kontext Search. Wer betreut Nexi hinsichtlich SEO? Das ist eine wahnsinnig komplizierte Frage. Google wird da jetzt nicht wirklich eine Antwort liefern. Wenn wir aber sowas jetzt suchen, dann kommt sowas raus. Okay, die Nexi Austria GmbH wurde im Bereich Suchmaschinenoptimierung von der Agentur Evergreen Media betreut, und dann kommt eine Antwort, die sich zusammenbaut aus meiner Meinung nach Referenzen, Nennungen und Testimonials. Unglaublich spannend, natürlich unglaublich gefährlich hinsichtlich Halluzinationen, aber einfach mal, ich glaube, man kriegt ein Gefühl dafür, wie das Ganze funktionieren kann. Ist es jetzt gut? Meiner Meinung nach ist es okay, aber es könnte für die Zukunft sehr spannend werden. So, dann gibt es schon erste Daten zu diesem ganzen Thema, nämlich von Kevin Indig, und der wirklich spannendste Datenpunkt aus diesem Artikel zu ChatGPT Search ist meiner Meinung nach das, wo man hier sieht, wie der Referral-Traffic von der Website von OpenAI explodiert, wo man einfach sieht, okay, das wird jetzt alles gebaut, dass wirklich der Plan ist, Publisher kriegen Traffic über diese Suchmaschine. Wie gesagt, damals hat es die Suchmaschine nicht gegeben, aber damals hat es ja auch schon Quellennennungen gegeben und so weiter. Das heißt, super interessant, muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Wo kommen die Daten her und die Quellennennungen und so weiter? Einerseits aus Bing, wie wir es schon vorher gekannt haben, aus ChatGPT, ganz normal.
und aber auch aus den Verträgen, die sie mit Publikationen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das schon in Europa ist. In Amerika haben sie ja mit wirklich großen Verlagshäusern Deals und daraus werden so die ganzen Informationen gezogen. Und mit Verlagshäusern meine ich jetzt hauptsächlich natürlich Nachrichten und so weiter. Was sind jetzt weitere interessante KI-Suchmaschinen in diesem Kontext, die du dir dringend ansehen solltest? Perplexity ist wahrscheinlich das bekannteste, sollte man kennen, ist wirklich cool. Da werden wir uns dann später noch ein Beispiel dazu ansehen. Bing Copilot gibt es schon länger. Google Gemini ist eher Chatbot, aber hat auch diese Kapazitäten, nämlich Ergebnisse zu zeigen. Und natürlich das bekannteste sind Google AI Overviews, wo Google einfach Antworten oberhalb der normalen organischen Ergebnisse anzeigt. Was sind jetzt wichtige Grundsätze, die du dringend kennen musst in diesem ganzen Kontext KI-Suchmaschinen? Also grundlegende Sachen, die du verstehen solltest, wenn du dich mit diesem Thema für dein Unternehmen oder in deiner Rolle beschäftigst. Chatbots basierend auf LLMs, also Sprachmodellen, sind letzten Endes fürs Grundverständnis nur ein neues Interface zur Präsentation von Daten. Und das Interessante daran ist, dass Informationen spezifisch ausgeliefert werden können. Also der User kriegt wirklich eine spezifische Antwort auf seine persönliche Frage. Das Problem, was wir jetzt eben vorher schon gesehen haben, ist, es kommt jedes Mal was anderes raus, sogar bei der gleichen Frage. So. Sprachmodelle ohne Retrieval Augmented Generation, vereinfacht ausgedrückt, ohne eine Suchmaschine im Hintergrund, sind nichts anderes als Informationsmixer. Sie haben alles Mögliche gelesen zu einem Thema, auch sehr viel zum gleichen Thema und daraus mixen sie sich was zusammen. Und meiner Meinung nach gehören Informationen nicht wie auch Gremlins nicht in einen Mixer. Und wenn wir jetzt sagen, okay, LLMs, die mit einem Suchindex arbeiten, bei Suchmaschinen haben sich ja eigentlich Grundprinzipien oder Grundregeln, wie eine gute Suchmaschine gebaut wird, etabliert. Und zwar, es geht immer um Relevanz, um Autorität und Zufriedenheit. Und vielleicht jetzt im Kontext mit KI-Suchmaschinen oder ChatGPT Search, ist die Quelle relevant, ist die Quelle vertrauenswürdig, ist die Quelle beliebt und ist die Quelle zufriedenstellend. Und meine Hypothese, haben wir schon sehr oft darüber gesprochen, aber einfach für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben, ist, die Zukunft ist nicht LLMs oder Sprachmodelle versus Suchmaschinen, weil beides allein nicht perfekt ist, sondern eine Hybridlösung. Nämlich die Kombination aus beiden ist wahnsinnig interessant aus mehreren Gründen. Suchmaschinen wissen, was User gut finden, aber nicht warum. Und dieses Warum können LLMs erfüllen. Und wer am Ende gewinnt, ob das jetzt OpenAI ist oder ob es Google ist oder ob das Perplexity ist und so weiter, ist total unklar. Also ich wette auf Google, aber es ist auch total irrelevant, weil alles funktioniert relativ ähnlich. Und wenn man Experimente macht, merkt man auch, dass diese ganzen Sachen, Perplexity und ChatGPT, Search und so weiter, alles funktioniert sehr, 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 sehr ähnlich. So, gehen wir ein bisschen tiefer in die Frage rein, warum sind KI-Suchmaschinen meiner Meinung nach die Zukunft? Weil du, und wir schauen uns jetzt auch gleich Beispiele an, zu einzigartigen Fragen Informationen aus unterschiedlichen Quellen zu einer perfekten Antwort zusammenführen kannst. Das kann eine normale Suchmaschine nicht. Zusätzlich wird es möglich sein, einen Rechercheprozess oder viele Suchschritte in eine einzelne Aufgabe zu kondensieren und dann einen Input zu liefern. Das heißt, ich glaube, es wird in der Zukunft, Google hat das ja auch schon vorgestellt, aber sagen wir ehrlich, sie können es nicht, aber dass sie alles, du sagst, hey, mach mir das und die Suchschritte, die dafür nötig sind, macht dann die KI-Suchmaschine. Ob das funktionieren wird, ich glaube, dass es funktionieren wird in der Zukunft. Das heißt, weniger Recherche, um genau die richtigen Informationen für dich persönlich, für deinen Case zu finden. So. Und jetzt zeige ich aber Beispiele von komplexen Suchanfragen, die mittlerweile eigentlich bei ChatGPT Search schon unglaublich gut funktionieren, nämlich zum Beispiel sowas. Auf welchem Platz steht Scottie Scheffler in der PGA Tour und wo stand er letztes Jahr zum selben Zeitpunkt? Ist ein Golfer und normal kann das nicht beantwortet werden, weil es wird keine Webseite genau diese Information gesammelt auf einer Seite haben. Aber hier kriege ich eine Antwort mit 2 Quellen dazu, wo mir dieses als eine Antwort geliefert wird. Und ich habe jetzt nicht nachgeprüft, ob das jetzt genau richtig ist. Was ich gelernt habe, manchmal, also ich habe diese Frage sehr oft eingegeben, manchmal ist die Antwort richtig und manchmal ist sie komplett falsch.
Dann noch einfach ein spannendes Beispiel meiner Meinung nach ist eine Suchanfrage dieser Art, nämlich, wer diesen Joke versteht, you know, ist Alexander Russ mit WP Engine assoziiert? Und da kriege ich jetzt aus mehreren Quellen Informationen zu mir und hey, ja, ich habe positive Erfahrungen mit WP Engine gemacht und jetzt sagt es in dem Fall, okay, wir verwenden es für unsere Hosting-Bedürfnisse. Bei der letzten Eingabe war die Antwort, ChatGPT weiß nicht, ob wir noch mit WP Engine assoziiert sind. Und das ist halt spannend und du siehst halt, Halluzinationen sind ein extremes Problem, wieso dieses Produkt einfach in der echten Welt, also ich weiß, es wird Anklang finden, aber es wird extrem viele Probleme verursachen und es hat noch einen sehr weiten Weg zu gehen, um wirklich großmarkttauglich zu sein. Und jetzt werden viele sagen, ja, aber OpenAI hat so viel Erfolg und bla bla bla. Ja, schauen wir mal, wie es wird, wenn sie größer werden und wenn sie mehr Regulierungsdruck kriegen, wie es dann aussieht. Eben das größte Hindernis für KI-Suchmaschinen sehe ich generell in der Bewertung. Also Bewertung, ob ein Ergebnis, ob die Antwort mal gut ist und auch ob Quellen irgendwie gut sind. Weil letztendlich, wenn wir sagen, irgendwann werden mehrere Suchschritte zusammengefasst, dann kriege ich das folgende Problem. Wenn wir eben diese mehreren Suchschritte denken und jeder Schritt eine schwache Bewertung enthält durch die KI-Suchmaschine, multipliziert sich die Dummheit, sodass am Ende totaler Blödsinn rauskommt. Vielleicht hast du das schon gesehen, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gezeigt. Prinzipiell wissen wir ja, wo generative KI gut ist und wo sie schlecht ist. Nämlich, sie ist extrem gut in sowas wie Zusammenfassung, Empfehlung, Klassifizierung und so weiter. Aber sie ist extrem schlecht in Bewertung, Empathie und so weiter. Das sind wirklich die Aufgaben, die ein Mensch erfüllen sollte. Und hier sehe ich das große Problem. Wir haben das Thema, ohne Suchindex ist sowieso eine KI-Suchmaschine totaler Blödsinn. Aber auch wenn ich mehrere Schritte zusammenfassen will, dann wird es richtig schwierig mit dem Thema Bewertung. Wie wird deine Webseite bei KI-Suchmaschinen erfolgreich gefunden? Und Nummer 1 ist was du niemals vergessen darfst, und zwar die SEO-Grundsätze. Also die Grundregeln von SEO sind das Fundament von allem. Und was diese sind, habe ich schon öfter gezeigt, aber hier auf unserer Webseite, was ist SEO, ist wahnsinnig kompakt kommuniziert, nämlich es gibt diese 10 Grundregeln. Eine Grundregel oder beziehungsweise 2 Grundregeln haben sich geändert, aber dazu kommen wir in weiterer Folge. Aber diese Sachen müssen erfüllt bleiben auf deiner Webseite, dass das Ganze funktionieren kann. Und wenn wir jetzt wirklich an konkrete Optimierung denken, dann gilt auch weiterhin diese Pyramide. Diese Sachen musst du machen, wenn du bei KI-Suchmaschinen erfolgreich sein willst. Weil damit du erfolgreich sein kannst, brauchst du eines. Ohne Top-Rankings in den jeweils passenden Suchmaschinen oder Suchmaschinenindizes, ist jetzt egal, geht es nicht. Das heißt, wenn du bei Google AI Overviews gut sein willst, heißt es nicht, ich bin jetzt magisch gut bei Google AI Overviews, sondern ich muss gut sein in der organischen Google-Suche. Wenn ich bei ChatGPT Search gut sein will, dann muss ich gut sein bei Bing, damit ich überhaupt in diesen Antworten als Quelle aufscheinen kann. Soweit ich weiß, ist es bei Perplexity so, dass die ihren eigenen Index und ein eigenes Ranking-System haben. Das heißt, du würdest eigens auf Perplexity optimieren, wobei ich sagen muss, Perplexity ist in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Wie gesagt, die sind alle voll ähnlich. Wenn man ein Experiment macht, dann siehst du, wenn du das gut machst, wirst du bei allen gut performen. So. Und jetzt für alle, die vielleicht denken, sie können SEO überspringen, weil jetzt ist KI-Suchmaschinen sind the next thing, sich mit KI-Suchmaschinen zu beschäftigen, ohne dass man eine grundlegende suchmaschinenoptimierte Website, eine erfolgreiche Content-Strategie oder eine konkurrenzfähige Autorität hat, ist wie der Bau eines Dachgeschosses zu planen, bevor das Erdgeschoss fertiggestellt wurde. Man muss zuerst ein solides Fundament und eine stabile Struktur schaffen, auf der man aufbauen kann, sonst hat das komplette Gebäude, und das ist das Allerwichtigste, keinen Nutzen. Das ist super ein Fail. Du musst extrem gut in SEO sein und dann kannst du das als Extrawurst machen. Nein, KI-Suchmaschinen werden dich nicht vor dieser Arbeit schützen und dir magisch Traffic bringen. Ich schließe mich hier Kevin Indig an.
Wenn du schon gut bist in SEO, dann würde ich vielleicht 10 bis 20% von deinem Budget anfangen zu investieren, dass du Optimierungen vornimmst, die spezifisch dahingehend sinnvoll sind. Aber das ist schon viel mehr, würde ich nicht machen. Zweitens, die kleinste Einheit sind Antworten, nicht Seiten bei KI-Suchmaschinen. Bei klassischen Suchmaschinen ist die kleinste Einheit, außer wenn du jetzt sowas wie Featured Snippets nimmst, ist die Seite. Aber hier sehen wir ja, er kann aus mehreren Quellen Antworten bauen, er kann was ganz Spezifisches aus einer Seite ziehen und so weiter. Dementsprechend solltest du auch deine Inhalte entsprechend gestalten. Die gesamte Seite muss unbedingt nach dem Pyramidenprinzip aufgebaut werden. Das heißt, oben hast du typischerweise eine Kurzzusammenfassung oder eine Kernaussage und dann gehst du erst in die Details. Aber das ist basic, das solltest du schon lange so machen. Aber was neu ist, auch jedes Unterkapitel ist wiederum nach dem Pyramidenprinzip aufgebaut und beginnt mit einer Kurzantwort. Und vielleicht, um das zu veranschaulichen, an einem konkreten Beispiel, was ich damit meine. Das ist jetzt ein Ratgeber, wie er bei uns auf der Webseite aussieht. Und das ist jetzt ein Unterkapitel, also einfach eine Zwischenüberschrift mit dann was drunter. Und hier will ich immer mit einer Kurzantwort zu diesem Kapitel starten und dann erst auf die Details eingehen. Weil hier kann ich das wird wahrscheinlich irgendwas typischerweise sein, was ein User eingibt. Und wir wollen dann, dass wir das so optimieren, dass das als Quelle zitiert wird bei einer KI-Suchmaschine. Ist es einfach? Ist es, dass du dann immer genau dort rankst? Wie du gesehen hast, KI-Suchmaschinen funktionieren nicht so. Es geht darum, die Treffer wahrscheinlich zu erhöhen, aber du wirst nie diese Konsistenz an Rankings haben, wie du es in einer klassischen Suchmaschine hast. So. Drittens, Relevanz und damit Inhalte sind weiterhin der Wachstumstreiber für, egal ob du SEO machst oder ob du LLMO machst oder einfach Optimierung für KI-Suchmaschinen. Da gibt es nämlich eine Frage, die ich immer ganz amüsant finde. Wenn die Antworten in ChatGPT Search, also der User ist ja dann in ChatGPT Search, und wenn die Antworten dort erscheinen, wozu braucht es dann noch eine Website? Naja, es braucht ja eine Quelle, aus dem das Ganze generiert wird. Und du brauchst Informationen auf deiner Webseite oder einer anderen Webseite, das ist natürlich auch möglich, damit du in diesen Antworten angezeigt werden kannst. Als Beispiel, um das zu veranschaulichen, steigen wir ein in Perplexity und dann sehen wir hier diese Antwort zu, wie funktioniert LLMO, und da sind wir als Quelle. Wenn wir diesen Artikel nicht hätten, dann würden wir hier nicht aufscheinen und dann gäbe es auch keine Sichtbarkeit. Das heißt, nein, du kannst deine Webseite nicht löschen. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt und etwas, was auch von mir sehr geschätzte SEOs übersehen oder nie drüber nachdenken. Am Ende des Tages, warum machen wir das Ganze? Es geht nur um Zielerreichung. Es geht nur um den Abschluss. Also ich mache nicht SEO, um SEO zu machen oder SEO, um Traffic zu generieren, sondern ich will was erreichen. Und das muss ja immer der Abschluss der Kundenreise, wenn es jetzt darum geht, an Kauf oder eine Subscription oder was auch immer, muss auf einer Webseite basieren. Und hier sieht man einfach voll oft, wenn SEOs dann so über das reden, dieses kleindenkende Traffic-Mindset versus worum es wirklich geht. Wir machen SEO für Unternehmen, es geht um Wachstum und es geht um einen profitablen Online-Marketing-Kanal. Um diesen Punkt vielleicht abzuschließen rund um Relevanz und Inhalte, eine letzte Schlüsselfrage, die du dir stellen solltest, die sehr schwer zu beantworten ist: Wann braucht es eine eigene Seite? Wir wissen aus unseren Experimenten mit KI-Suchmaschinen, dass spezifische Seiten bei KI-Suchmaschinen deutlich besser abschneiden als klassischer, generischer Skyscraper-Content. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt tausende Seiten mit 50 Wörtern generieren solltest, also klassischen Glossar-Crap. Es gibt eine eigene Folge dazu, wo wir ganz genau in dieses Thema eintauchen, aber das wird die Kunst werden, den richtigen Detailgrad zu finden, die am besten funktioniert für KI-Suchmaschinen, und das wird einfach Experimente und es wird auch von Nische zu Nische unterschiedlich sein. Viertens, baue deine Markenpräsenz bei Aggregatoren aus. Und das kann ich nicht genug betonen. Ich weiß, SEOs, moderne SEOs, die hassen alle digitale PR und Linkbuilding und das wollen sie alle nicht machen und die Agenturen wollen es auch nicht machen. Wir sehen ja
Wer rankt vorne? Die Brands, die viel Autorität haben. Das heißt, es tut mir leid, die Autorität hat eure Meinung zerstört. Link-Building ist ultra wichtig, digitale PR ist ultra wichtig. Seht euch die Realität an. So. Was ich damit meine, und ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele in unterschiedlichen Branchen, Aggregatoren werden in diesem Spiel eine riesige Rolle spielen. Schauen wir uns jetzt zum Beispiel an, sagen wir mal, ich bin im B2C und ich bin ein Fensterhersteller, dann werde ich, wenn es eine Seite gibt, die gut performt und auch gerne als Quelle zitiert wird, Hersteller von Markenfenstern in Deutschland, dann werde ich dafür sorgen müssen, dass meine Marke hier gelistet wird, damit ich wenn jemand fragt, hey, was sind die besten Fenster in bla 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 bla, dass ich in dieser Antwort vorkomme. Nehmen wir ein anderes Beispiel, B2B SaaS. Hier werde ich einfach bei Plattformen wie Capterra mitspielen müssen, um eine Performance bekommen zu können, weil von solchen Quellen werden dann die Daten gezogen, wenn es um Vergleiche von Produkten geht und so weiter. Und das wird nicht nur möglich sein über die eigene Webseite, sondern auch über andere Websites. Oder, und da nehme ich jetzt einfach B2B-Dienstleistungen, da nehme ich unser Beispiel, dass wenn ich eine Agentur bin, dann muss ich bei einflussreichen Seiten aufgelistet sein mit meiner Brand, damit ich in dieses Consideration Set komme. Und dann sind wir ja sowieso an einem Punkt, wo es darum geht, von wem ist der Kunde überzeugt und wo nicht. Aber wieder am Ende des Tages, es geht immer um den Abschluss und dort, wo die User sich informieren und die Quellen, auf die sich Suchmaschinen oder KI-Suchmaschinen beziehen. Fünftens und dem letzten Punkt, und zwar bringe deine Marke in die Presse im richtigen Kontext. Also das sieht man bei diesen ganzen Experimenten auch extrem. Du willst, dass deine Marke in dem für dich wichtigen Kontext erwähnt wird. Das heißt, du willst einfach, sagen wir mal, in irgendeinem Artikel eine Markenerwähnung in Kombination mit, keine Ahnung, deinem Produkt oder deiner Dienstleistung oder deiner Branche, was auch immer. Also als Beispiel jetzt von einem Energieunternehmen, die landen, das ist ein sehr einflussreiches Magazin in dieser Branche. Das Ziel muss sein, einfach hier regelmäßig reinzukommen mit Themen, die man gerade priorisiert. Nun tun sich die meisten Firmen mit solchen Sachen sehr schwer, weil es ist nicht jeder Apple und wenn ich ein Produkt rausbringe, dann campen die Leute vor meinen Shops und die Presse wird total crazy, sondern die meisten tun sich schwer damit. Und hier können eben datenbasierte Content Assets helfen. Beispiel dafür ist jetzt zum Beispiel von Wattline diese Studie zur Energiewende, wo du dann was hast, wo du spannende Storylines rausziehen kannst, wo du einen Mehrwert bietest, der auch von der Presse anerkannt wird und dir so in die Presse hilft. Was ist jetzt ein gesundes Mindset für digitale Marken zu KI-Suchmaschinen? Ich würde mal starten damit, wie viel Zeit du investieren solltest in dieses Thema. Ich würde mal sagen, wenn du im deutschsprachigen Raum, du bist jetzt nur im deutschsprachigen Raum, dann würde ich empfehlen, vielleicht mal 10%, also was Kleines vom Budget zu investieren in Sachen, also wenn du SEO-technisch schon gut aufgestellt bist, in dieses Thema für spezifische Optimierungen, damit du einfach durch Experimente lernst, was funktioniert für dich, was ist wirklich wichtig, was nicht so wichtig und so weiter. Das wäre, was ich grundsätzlich empfehlen würde. Generative KI wird trotzdem, und das ist ganz wichtig zu verstehen, so etwas immer wie einen Suchindex benötigen, und hier gibt es einfach bekannte, universell gültige Prinzipien. Wir haben darüber gesprochen: Relevanz, Autorität und Erfahrung. Und Erfahrung kannst du höchstens wegstreichen, wenn du glaubst, dass es keine Website mehr gibt. Aber ich glaube, der Weg dorthin wird noch etwas brauchen. Zusätzlich muss man auch wirklich sagen, jetzt mit diesen Änderungen, wenn man jetzt ChatGPT Search nimmt und Perplexity und so weiter, es ändert sich ein wenig der Kanalsuche. Ich weiß, jetzt werden manche total empört sein und das ist ein totaler Gamechanger. Es ist schon ein Gamechanger, aber es funktioniert noch zu schlecht, um ein Gamechanger zu sein. Dass sich Search ändert und dass sich Kanäle ändern, das war immer so, es wird immer so sein, und das ist Teil des Spiels und es ist voll spannend, und man sollte sich auf jeden Fall aber damit beschäftigen, weil ich der Meinung bin, vor allem jetzt bei diesem Thema KI-Suchmaschinen, wer sich frühzeitig anpasst, weil du verlierst ja das Alte nicht durch diese neuen Optimierungen, die wir jetzt besprochen haben, sondern du stärkst sogar das Alte und kannst einfach dann leichter auf das andere umsteigen. Wer sich frühzeitig anpasst, wird einfach mehr Wert abschöpfen, weil es wieder diese klassische Phase gibt
mit den Early Adopters, die dann außerordentlich profitieren und alle, die dann nachziehen, dann ist es eh schon wieder Standard. Das heißt, du gewinnst nichts, du verlierst nichts. Das ist genau das Thema, was ich immer sage. Alle haben KI-Tools, um Content zu generieren. Was ist der Vorteil? Also du musst ja dann wieder was draufsetzen, dass du gewinnen kannst, aber jetzt ist noch eine Phase, wo man hier mehr abschöpfen kann. Für alle, die ja noch sehr skeptisch sind, denen würde ich empfehlen, spätestens ab jetzt anzufangen, den Traffic über KI-Suchmaschinen, also sowas wie Perplexity, ChatGPT Search, in deinem Web Analytics Tool wirklich im Auge zu behalten und zu monitoren, weil wir haben da schon einige Überraschungen erlebt, wie viel das ist. Das heißt jetzt nicht, oh mein Gott, das ist, macht voll den riesigen Teil, aber es ist schon mehr, als man glaubt, dass es ist. Und vielleicht bleibt so und es stirbt wie viele Technologien. Ich glaube, wir werden wunderschöne Hybridlösungen sehen. Ich hoffe bald in Zukunft mit besseren Antworten. Google arbeitet ganz viel an Grounding. Da werden wir in einer der nächsten Folgen ein bisschen drüber sprechen, wo einfach das Ergebnis, was ausgeliefert wird vom Chatbot, nochmal mit einem Ergebnis aus den SERPs abgeglichen wird, ob die Aussage so korrekt ist. Weil das ist ein Riesenproblem bei ChatGPT Search. Ihr habt es eh gesehen. Und damit vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.